Hi, and good morning. Hallo, hallo und guten Morgen. Yesterday we told you, and now comes the warning, and here we go. Gestern haben wir davon erzählt, heute käme die Warnung und es geht los. So builders beware. Deshalb, Baumeister, passt auf. Ooh, it's getting serious now. Oh, jetzt wird es ernst. Remember, Paul is talking about working in or within the church. Denk daran, Paulus spricht über die Arbeit innerhalb der Gemeinde. That God has given him gifts to lay foundation, and after that, God's given other people gifts to build. Gott hat ihm Gaben gegeben, um ein Fundament zu legen, und dann hat Gott anderen Menschen Gaben gegeben, um darauf zu bauen. Look, the serious warning he gives to anybody building in the church. Schau, diese ernste Warnung richtet sich an alle, die in der Gemeinde bauen. Not building the church, but building within the church. Nicht um die Gemeinde zu bauen, sondern um innerhalb der Gemeinde zu bauen. Look, here is what he's saying. Schau, was er sagt. Let every builder do his work carefully according to God's standard. Jeder Baumeister soll sein Werk sorgfältig nach den Maßstäben Gottes tun. Do you know? Weißt du? I have met so many leaders in the church. Ich habe so viele Gemeindeleiter kennengelernt, They did not obey this warning of Paul, and I tell you why. die diese Warnung des Paulus nicht befolgt haben. Und ich sage dir warum. Because they bowed to the pressure of men. Weil sie sich dem Druck der Menschen beugten. They built according to the standard of men. Sie bauten nach den Maßstäben der Menschen. How many people within the church, even in full-time church ministry, have I met? Ich habe schon so viele Menschen in der Gemeinde getroffen, sogar im vollzeitlichen Gemeindedienst. They know they are not doing what God wants them to do, and they violate their conscience. Die wissen, dass sie nicht das tun, was Gott von ihnen will, und trotzdem handeln sie gegen ihr Gewissen, Because men have set a standard and they bow to that standard. weil Menschen einen Standard gesetzt haben und sie sich diesem Standard beugen. Guys, if we could only remind ourselves that the church is God's and He's setting the standard, Leute, wenn wir uns nur daran erinnern könnten, dass die Gemeinde Gott gehört und er die Maßstäbe setzt, then we would not worry anymore about what standard men set for us. dann würden wir uns nicht mehr darum sorgen, welchen Standard die Menschen uns vorgeben. Always remember, unless you build according to God's standard and please God's heart, you're going to be in trouble one day. Denke immer daran, wenn du nicht nach Gottes Maßstäben baust und Gottes Herz erfreust, wirst du eines Tages in Schwierigkeiten geraten. For no one is empowered to lay an alternative foundation other than the good foundation that exists, which is Jesus Christ. Vers 11. Denn niemand ist befugt, einen anderen Grund zu legen als den guten Grund, der vorhanden ist, welcher ist Jesus Christus. So now Paul is going right back now to what he said over and over and over again in basically all of his letters. Jetzt kommt Paulus wieder darauf zurück, was er in praktisch allen seinen Briefen immer und immer wieder gesagt hat. Which is, Nämlich, Jesus Christ is the only foundation. Jesus Christ is always the center. Jesus Christus ist das einzige Fundament. Jesus Christus ist immer das Zentrum. So while Paul said that God has given him the gift to actually lay foundation, Während Paulus also sagte, dass Gott ihm die Gabe gegeben hat, das Fundament zu legen, he made it very clear that the foundation is a person, and that person is called Jesus Christ. machte er sehr deutlich, dass das Fundament eine Person ist und diese Person heißt Jesus Christus. And because he understood it so clearly, Und weil er das so klar verstanden hat, here is the beautiful thing. kommt jetzt das Schöne. Paul was so focused on making sure that Jesus is the start of every true Christian life. Paulus war sehr darauf bedacht, dass Jesus der Anfang eines jeden wahren christlichen Lebens ist. Because once you make Jesus the foundation, that means the rest of the building will be great. Denn wenn du Jesus zum Fundament machst, bedeutet das, dass der Rest des Gebäudes großartig sein wird. So that is why God's trusted Paul, because he was so Jesus-focused and would not lay another foundation. Deshalb vertraute Gott Paulus, weil er so sehr auf Jesus fokussiert war und kein anderes Fundament gelegt hätte. Do you remember when Paul said, I refuse to know anything else but Jesus Christ and Him crucified? Erinnerst du dich, als Paulus sagte, ich weigere mich, etwas anderes zu kennen als Jesus Christus, den Gekreuzigten? Who did he say that? Zu wem hat er das gesagt? He said it to the very Corinthians, to him. Now he's saying, that's the only foundation. Er sagte es zu den Korinthern selbst. Jetzt sagt er, dass dies das einzige Fundament ist.
So I have a question. Deshalb habe ich eine Frage. What's the foundation of your life? Was ist die Grundlage deines Lebens? The doctrine of your church? Die Lehre deiner Gemeinde? The leadership of your church? Die Leiterschaft deiner Gemeinde? The wonderful and great pastor that has led you to Jesus? Der wunderbare und großartige Pastor, der dich zu Jesus geführt hat? What's the foundation? Was ist das Fundament? If Jesus Christ is not the foundation, everything that will be built will be crooked. Wenn Jesus Christus nicht das Fundament ist, wird alles, was gebaut wird, krumm sein. But if Jesus is the right foundation, then that can be built correctly and well. Wenn aber Jesus das wahre Fundament ist, dann kann richtig und gut gebaut werden. It doesn't necessarily mean that they will be built correctly, but at least they can be built correctly. Das heißt nicht unbedingt, dass alles richtig gebaut wird, aber es kann zumindest richtig gebaut werden. I love the idea of buildings in those days that had a cornerstone. Ich liebe die Vorstellung von damaligen Bauten, die einen Eckstein hatten. You know, the cornerstone is you put that stone in the foundation in a corner. Der Eckstein war der Stein, den man in das Fundament in eine Ecke legte. And everything has to go according to the standard of that cornerstone. Alles musste nach diesem Eckstein ausgerichtet werden. So if the cornerstone is already crooked and it's out of alignment, then the whole building will be out of alignment. Wenn also der Eckstein schon krumm und schief war, dann war auch das ganze Gebäude schief. This is why there are so many buildings, which is the church, out of alignment. Das ist der Grund, warum so viele Gebäude, also die Gemeinde, nicht richtig ausgerichtet sind. And I'm meaning building of real people, not actually normal building, natural buildings. Und damit meine ich nicht das Bauen von echten Bauwerken, sondern das Bauen mit Menschen. You know, the living stones being built together. Lebendige Steine, die zusammengebaut werden. Look how many churches today have doctrine as cornerstones, have theology as cornerstones, or have even a man as a cornerstone. Wie viele Gemeinden haben heute ihre Lehre als Eckstein, ihre Theologie als Eckstein oder sogar einen Menschen als Eckstein? Do you know, I know churches that have certain human tradition which they invented as the cornerstone. Ich kenne Gemeinden, die bestimmte menschliche Traditionen als Eckstein gesetzt haben. This church is built on the doctrine of this powerful apostle. Diese Gemeinde ist auf die Lehre dieses mächtigen Apostels gebaut. So what's the problem? Wo liegt das Problem? That's a crooked cornerstone, so the building will always be crooked. Das ist ein schiefer Eckstein, also wird das Gebäude immer schief sein. Jesus, the cornerstone, then everything will be fine. Wenn Jesus der Eckstein ist, wird alles gut werden. Everything has to be built upon him. Alles muss auf ihn gebaut werden. See you tomorrow. Bis morgen.